Ja, liebe Freunde, wir sind heute auf der AIDA Mar und zeigen euch heute die Kabine 5109. Die AIDA Mar ist nicht eines der neuesten Schiffe, daher ist auch hier nicht die neueste Technik verbaut. Wir haben hier noch den klassischen Barcode, mit dem ich die Tür öffnen kann. Aber auch da muss ich darauf achten, wie rum ich den halte. Ich habe es am Anfang so rum probiert und dachte, die Karte ist kaputt. Aber Barcode nach oben, reinstecken und beim Rausziehen leuchtet es grün und ich kann die Tür öffnen. Auch hier noch altmodisch, ich muss die Karte reinstecken, damit wir Strom haben. Und schon geht das Licht an. Mit dem Licht ist kein Problem, weil es ist ja keine Innenkabine, sondern eine Fensterkabine. Und da haben wir auch so Licht, es sei denn, es ist natürlich schon später Abend. Wir liegen hier quasi in Fahrtrichtung, statt einer Couch nur ein Sessel. Also die Kabine ist dadurch etwas kürzer wie die normalen Kabinen. Da hat man ja immer eine Couch stehen. Für uns als Pärchen ist das ja sowieso immer nur eine Kleiderablage. Davor ein Tisch mit dem normalen Tablett, das man rumdrehen kann, zum Spielen, zum Essen. Und diese Couch kann man tatsächlich ausklappen und zu einem Bett umfunktionieren. Ein bisschen klein, aber wenn man ein Kind dabei hat, dann ist das auch eine gute Lösung. Und hier in die Ecke würde man sicherlich auch noch ein Kinderbett hinkriegen. Das heißt, die Kabine wäre auch für 2 Erwachsene und 2 Kinder geeignet. Die Betten sind AIDA Standard, sind hoch genug, um da auch die Koffer locker unterzubringen. Die kann man also locker reinschieben, da klemmt nichts. Das Regal gefällt mir gut. Da kann man alles, was man nicht direkt braucht, aber doch griffbereit haben muss, unterstellen. Und da habe ich zum Beispiel meinen Computer, den kann ich hier einfach nehmen. Meine anderen Sachen, die man so schnell mal nehmen möchte. Das ist wunderbar. Was an den Betten fehlt, sind Steckdosen. Also auf den modernen Schiffen hat man ja Steckdosen und vor allen Dingen hat man USB-Anschlüsse. Die fehlen hier komplett. Wer sein Handy laden will, hat am Bett hier keine Chance. Ja, wir sind da darauf schon drauf vorbereitet, weil wir brauchen ja für unser ganzes Foto-, Video-, Handy-Equipment sehr viele Steckdosen zum Laden. Und deshalb bringen wir uns immer eine Dreifachsteckdose mit. Wir haben hier lediglich 2 Steckdosen, mit denen müssen wir unser gesamtes Equipment laden. Und mit der Dreifachsteckdose geht das so gerade. Also Tipp von mir, nehmt euch immer so eine Steckdose mit. Es gibt ja mittlerweile auch moderne Steckdosen, die gleich USB-Anschlüsse haben, da ist das noch einfacher. Haben wir zu Hause, haben wir in dem Fall aber nicht mitgebracht, weil wir genügend Ladegeräte haben, weil wir auch an Land noch waren. Mit der Dreifachsteckdose habe ich das Kabel auch lang genug, um mit dem Laptop auf dem Bett auch ein bisschen zu arbeiten. Der Föhn ist wie immer in der Schublade und hier ist ein Fernseher, der ist recht klein und dadurch, dass er in eine Nische eingebaut ist, ist der Ton auch nicht so toll. Das heißt, ich kann ihn unglaublich laut aufdrehen und trotzdem ist es schwierig zu hören. Normalerweise hängt er ja an der Wand und ist größer. Das Besondere hier dran ist die Verbindungstür. Die kann man öffnen lassen, wenn man also 2 Kabinen nebeneinander hier hat, weil man vielleicht mit 2 Pärchen ist oder 2 größere Kinder hat, die eine eigene Kabine haben, hat man also hier die Möglichkeit, auch von Kabine zu Kabine zu gehen. Kommen wir zu den Schrankkapazitäten, die sind wirklich sehr gut. Im hinteren Schrank jede Menge Regale. Wir brauchen die noch nicht mal alle, weil das so viele sind. Und dann haben wir hier einen Schrank, da sind 2 Rettungswesten drin. Den gleichen Schrank haben wir hier auch nochmal, ohne Rettungswesten. Also 2 Kleiderschränke jeweils. Einmal für den Herrn, einmal für die Dame. Völlig ausreichend. Und einen weiteren Schrank. Hier sind nochmal die Rettungswesten. Es sind also insgesamt 4 Rettungswesten an Bord. Dann nochmal Schrankkabinett, Handtücher, warme Decken und ein Tresor. Alles, was man braucht, ist an Bord. Die Schrankkapazitäten sind wirklich ausreichend. Man kann wirklich genügend mitnehmen. Jetzt kommen wir zum Bad. Das ist auch sehr schön und sehr geräumig. Also ich habe hier sehr viel Platz. Man sitzt nicht beengt, wenn man auf der Toilette ist. Man hat ausreichend Platz hier am Waschbecken, auch ausreichend Ablagen. Die Dusche ist auch groß genug, schöner Strahl. Wunderbar. Jetzt kommen wir zu dem Manko, über das sich schon einige Leute hier beschwert haben an Bord.
Aber das ist wahrscheinlich aus Wasserspargründen so gemacht. Wenn ich jetzt den Wasserhahn aufdrehe, das sieht zwar erstmal nach viel aus, aber es wird nach einer Weile auch weniger. Man hat manchmal das Gefühl, man kriegt die Zahnbürste gar nicht sauber gemacht. So dünn ist der Wasserstrahl. Auch das ist ausreichend, aber da merkt man, hier wird gespart. So viel zur Kabine. Einen speziellen Nachteil hat diese Kabine doch. Wir haben schon mal Kabinen im Rumpf auf Deck 5 gehabt, die uns sehr gut gefallen, weil man halt nah am Wasser ist. Aber was ich nicht bedacht habe, ist, wir sind genau über dem Bugstrahlruder. Und wenn das Bugstrahlruder richtig losgeht, dann steht man senkrecht im Bett. Es ist zum Glück, muss ich sagen, hat der Captain bei den letzten Malen sehr vorsichtig abgelegt und nicht volle Pulle gemacht. Am ersten Morgen habe ich senkrecht im Bett gestanden, weil gleichzeitig der rückwärts fuhr und das Bugstrahl hat laufen lassen. Alles hat gewackelt und gezittert. Kommt leider auf der Kamera nicht rüber, wie das ganze Bett wackelt und vibriert und zittert. Aber bei den letzten Malen war es dann doch gar nicht so schlimm. Und meistens legt man ja auch abends ab und dann ist es sowieso egal. Aber wenn man mitten in der Nacht ablegt, dann kann das schon mal störend sein. Das Fenster ist nicht wie bei den anderen Kabinen so tief, dass man drin liegen kann, sondern es ist höher. Und dadurch kann man aber ganz bequem davor mit dem Arm lehnen und aus dem Fenster gucken. Die Kabine ist ja nicht eine Kabine im Rumpf, sondern das ist vor der Laufbahn. Und es laufen hier Leute vor uns her. Wir können die ja auch gut sehen. Wir können ganz normal rausgucken, aber von draußen kann man so einfach nicht reingucken. Nur wenn man nah dran geht, dann kann man wirklich in die Kabine gucken. Es stört aber nicht, weil hier gar nicht so viele Leute langlaufen. Hier haben wir zwar ein bisschen eingeschränkte Sicht, auch durch den Pfeiler, aber grundsätzlich sieht man genug. Das Schöne an der Kabine ist ja wirklich, es ist nicht weit und dann geht man hier schon durch die Tür und ist auf dem Deck. Und wir sind auch gleich, wenn was passiert, bei den Rettungsbooten. Man hat hier einen tollen Blick, man ist nah am Wasser, es ist gerade sehr windig und laut. Das gibt natürlich auch ein richtiges Meeresfeeling. Ich finde das toll, so weit unten zu sein. Jetzt sind wir hier in der Kabine angekommen. Das Ganze von der anderen Seite. Hier ist das Fenster. Ja, und die Spiegelung ist so, dass ich Marina gar nicht sehen kann. Mal gucken, wenn man ganz nah rangeht. Doch, da ist sie. Da ist sie im Fenster. Also normalerweise ist man blickgeschützt, sodass man sich da nicht stören muss. Und man kann natürlich die Gardine vorziehen und es ist immer noch heller, wenn man ganz für sich sein will. Und wenn man An- und Ablegen macht, dann ist man sehr schnell draußen. Man muss also gar nicht hoch erst aufs Deck, sondern man ist direkt am Wasser. Das war der Rundgang in unserer Kabine 5109 und wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass ihr alle Informationen bekommen habt, die ihr braucht.